Ui, moin liebe Lüt. Neustart nicht möglich. AdBlue nachfüllen. Neustart in 527 Kilometern nicht möglich. Und das Symbol hier habe ich auch schon eine Weile hier im Display. Was das auf sich hat und weshalb ich das auch ganz bewusst jetzt gemacht habe, den nochmal ein bisschen leerer zu fahren, das kommt in diesem Video. Aber jetzt wird erstmal getankt. Ich bin extra an einer Tankstelle, die auch eine AdBlue-Säule hat. Das ist einfach viel sauberer vom Tankvorgang her. Gefällt mir viel besser, als jetzt irgendwo mit Kanistern rumzuhühnern. Aber jetzt haben wir eine Sache, das habe ich in der Vergangenheit anders gemacht. Aber ich bin zu Recht auch darauf hingewiesen worden, dass das hier nicht ganz ungefährlich ist, wenn man tatsächlich AdBlue nachfüllt. Ich habe ja hier den Tankdeckelverschluss von Stihl. Den muss ich abnehmen, damit ich hier überhaupt jetzt da rankomme. Und jetzt könnte ich natürlich den AdBlue aus Versehen hier oben reintun. Und damit das nicht passiert, Angewohnheit, immer abschließen. Jetzt nehme ich ihn ab und jetzt kann ich hier unten auch tatsächlich rein. Ja, sieht sauber aus. Das ist auch noch was Neues an dieser Säule hier. Ich habe eben erstmal geguckt, wo ist denn hier jetzt die Zapfpistole? Das ist hier eine LKW-Säule. Mit dem Ducato könnt ihr die locker benutzen, das ist gar kein Thema. Ja, und da ist das Ganze hier, weil ihr seht es hier schon, AdBlue hat die Neigung, an der Luft auszukristallisieren. Deswegen haben sie hier auch die Bürste da drin. Wenn ich den jetzt also rausnehme, dann wird er hier so ein bisschen auch sauber gemacht. Ne? Das habe ich jetzt mal ein bisschen provoziert. Auch hier oben ist Kristall und da oben. Ja, jetzt ist aber auch der Tankstutzen wirklich sauber. Einfüllen. Und jetzt muss ich hier die Pistole auch wirklich halten. Und ich fülle jetzt nur 10 Liter ein. Denn mit 10 Litern habe ich eine wahnsinnige Reichweite. Aber AdBlue ist nicht ewig haltbar. AdBlue hat eine Lagerdauer von circa einem Jahr. Da haben wir die 10 Liter schon voll. Man soll immer mindestens 5 Litern übrigens nachfüllen. Es ist dort kein ganz super exakter Tanksensor verbaut, ist mein Eindruck. Es wird davon gesprochen, er muss mindestens 5 Liter dazu bekommen haben, damit er einen Unterschied im Füllstand feststellt. Ich habe ja auch schon mal ein Video in der Fiat-Werkstatt gemacht, wo wir genau darauf eingegangen sind. Da hat Hatsche mich darum gebeten, dass ich euch darauf aufmerksam mache. Zu viel einfüllen ist wirklich gefährlich. Zu viel einfüllen, das kann wirklich zu vielen Problemen führen. Denn hier wird mit einem Ultraschallsensor im Tank gemessen. Und wenn der ganz voll ist, ist keine Luftblase mehr da oder nicht mehr ausreichend da über dem Sensor. Und das Messergebnis wird nicht tatsächlich in den Bordcomputer übernommen. Wenn das Messergebnis nicht in den Bordcomputer übernommen werden kann, dann führt das natürlich dazu, dass der gar nicht mitkriegt, dass hier jetzt wieder AdBlue nachgefüllt ist. Jetzt können wir den Tankdeckel verschließen. Und praktischerweise muss ich jetzt auch gleichzeitig Diesel tanken. Jetzt kann ich ihn wieder aufmachen. So ist ausgeschlossen, dass ich jetzt aus Versehen eine Fehlbetankung mache. Ne? Manchmal ist man abgelenkt, müde. Das ist schon den Besten vorgekommen. Da ich hier den Schlauch ein bisschen ziehen muss, stelle ich euch jetzt da drüben hin. Die Tracksäule hat einfach ein bisschen mehr Fördermenge. Ne? Aber der Tank hier hat 90 Liter und der ist auch fast leer. Da geht schon einiges. 10 Liter. Schnelle Fördermenge. Ne? Schön tief reinhalten. 20 Liter. Damit er auch frühzeitig merkt, wenn der Rückstau ist, nicht, dass es überschießt. 50. Ich hatte jetzt nur noch eine Restreichweite von 260 Kilometern. Also ich schätze mal, ich habe noch so ungefähr maximal 20 Liter im Tank. Bei 70, bei 65, 85 ist Schluss.
Mehr müssen wir da auch nicht reindrücken. Das Schöne ist, ich bin auch ein Trottel, ne? Hier wären Handschuhe gewesen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich glaube, wir suchen uns gleich nochmal ein nahegelegenes WC. Da drüben ist, glaube ich, irgendwie ein Schnellrestaurant. Ich will jetzt nichts über irgendwelche Buchstaben oder etwas verraten, aber da werde ich gleich auch noch stoppen. Dann kann ich nochmal richtig die Hände waschen. So, da haben wir den zu. Dann gehe ich jetzt mal zur Kasse zahlen, da müsst ihr nicht mitkommen. Wir gucken aber gleich, was das Ganze jetzt im Display macht und worauf ihr da auch nochmal achten müsst. So, jetzt hier im Schummerlicht, weil die Sonne geht allmählich unter hier an der Tankstelle. Jetzt bin ich fertig mit dem Bezahlen. Da ist der Quittungsbeleg. Jetzt habe ich ja gesagt, wir müssen noch auf was achten. Ihr müsst nämlich dem Bordcomputer Zeit geben, das Signal zu messen und es in den Bordcomputer zu übernehmen. Das heißt, ich stelle den Zündschlüssel jetzt erstmal nur auf Zündung und lasse mindestens 1 Minute Zeit vergehen. Ich glaube, in der Bedienungsanleitung steht sogar nur 30 Sekunden, aber die Minute, die nehmen wir da locker mit. Keine Angst, ihr müsst die Minute jetzt nicht mit mir abwarten, das kürzen wir ab. So, wir gehen auf Zündung. Ölpegel, ja, Öl kann auch mal wieder nachgefüllt werden. Die Warnmeldung ist natürlich noch da. Er muss jetzt ja erstmal neu messen. Jetzt hat er die neue Reichweite übernommen. 961 Kilometer. Und die Warnmeldung erscheint nicht mehr, ne? Die ist ja ansonsten immer im Pendeln hier gekommen. Und auch die Warnleuchte hier. Ne, ich glaube, die war hier, ne? Die Warnleuchte, AdBlue-Stand ist zu niedrig, auch die ist jetzt verschwunden. Also es war tatsächlich viel, viel weniger als die 30 Sekunden, aber ich habe ihm die Zeit gegeben. Ich habe da auch schon mal die Nachfrage gekriegt, was ist denn bei den neueren Modellen von Fiat, bei dem Ducato 8 zum Beispiel, die dann schon Keyless Go haben, wo also gar kein Zündschlüssel mehr da ist. Das hat mir dann eine Kommentatorin selber beantwortet. Die hat dann nämlich gesagt, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn es irgendwie anders geht. Dann können die anderen, die auch dasselbe Problem haben, auch nochmal in den Kommentaren nachlesen. Es soll so sein, dass man nur einmal ganz kurz auf den Startknopf drückt. Der Keyless Go Schlüssel muss natürlich sich im Fahrzeug befinden, damit er erkennt, aha, ja, das ist jetzt eine berechtigte Anforderung. Wenn man nur einmal ganz kurz drauf drückt, geht auch das Display an, der Bordcomputer kann arbeiten, aber er startet den Motor noch nicht. Und dann kann dasselbe dort stattfinden. Warum habe ich jetzt gerade ausgerechnet 10 Liter gewählt? Der Tankinhalt des AdBlue-Tanks ist hier beim Fiat Ducato und das ist beim Citroën Jumper und beim Peugeot Boxer ganz genauso. 19 Liter. Da ist noch eine kleine Luftblase darüber. Das heißt, theoretisch ist es möglich, dass ihr ihn überfüllen könntet, indem ihr immer wieder nachschießt. Das solltet ihr nicht tun. Die Luftblase ist nämlich erforderlich, damit der Ultraschallsensor das Ganze richtig überhaupt mit dem Sensor erspüren kann. Wenn ich 10 Liter einfülle, ist der Tank also halb voll. Mit einem ganz vollen Tank habe ich je nach Fahrweise natürlich eine Reichweite von ungefähr 6000 Kilometern. Habe ich also die Hälfte eingefüllt, 10 Liter, habe ich eine Reichweite von 3000 Kilometern. Das sollte ganz locker reichen, bis ich wieder an die nächste Tankstelle komme. Aber man weiß immer nicht, was steht an. AdBlue ist nicht ewig haltbar. Das heißt, ich habe ganz gerne frisches AdBlue drin. Und wenn ich dann auch regelmäßig das AdBlue, was drin ist, dann einfach auch durch Fahren verbrauche und dann gegebenenfalls öfter wieder nachtanke, dann ist das AdBlue, das bei mir im AdBlue-Tank drin ist, einfach frischer. Insbesondere zum Winterhalbjahr nachher wird das tatsächlich ein wichtiges Thema. Da werde ich hoffentlich auch nochmal wieder dran denken. Denn ansonsten ist es ja so, wenn ich dann irgendwann in der Mitte des Jahres dann nochmal den Tank voll mache, dann habe ich gegebenenfalls je nach Jahreskilometerlaufleistung im Juli zum Beispiel den Tank voll gemacht. Habe dann erst irgendwann im August, September, habe dann erst später irgendwann im Oktober, November Saisonende. Und er hat noch lange keine neue AdBlue-Warnung dann wieder gegeben. Und ihr habt dann also vergleichsweise altes AdBlue dann drin, was in die Winterpause geht.
ist dann doch besser, wenn es verbraucht ist und ich dann relativ frisch auch zum Herbst auch nur so eine Füllmenge von 10 Litern dann ins Winterhalbjahr reingehen lasse. Jetzt haben wir das Ganze resettet und ich kann mich jetzt weiter auf den Weg machen. Dieses Video übrigens, nur zu eurer Info, ist dann auf dem Heimweg vom Hockenheimring entstanden. Das Video kann ich euch hier nochmal verlinken oder die Videos, es werden nämlich 2. Ich bin auf den Hockenheim Historics gewesen, ich interessiere mich für Motorsport, das ist eine ganz tolle Motorsportveranstaltung. Auf meinem Kanal wird es jetzt nicht plötzlich sich nur noch um Motorsport drehen. Es bleibt hier schon ein Wohnmobil- und Reisekanal. Meine Reisen mit dem Wohnmobil werden der Schwerpunkt sein. Aber meine Reisen mit dem Wohnmobil finden eben auch zu Rennstrecken statt. Bei solchen Veranstaltungen, da fühle ich mich wohl. Demnächst geht es hier dann weiter mit dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Wacken Open Air ist dies Jahr auch festgesetzt. Da werde ich mich auch auf alle Fälle aufhalten und sehr gerne aufhalten. Das macht mir einen Heidenspaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. So, und jetzt lassen wir den Motor an. Löppt. Auf geht's. So, er zeigt mir jetzt noch 4 Stunden 40 an, 481 Kilometer. Um 1:31 Uhr werde ich dann zu Hause ankommen. Na, da kann ich noch ein bisschen Hörbuch hören. 1:31 Uhr, macht euch keine Sorgen, ich mache Pausen. Das wird wahrscheinlich noch einen Ticken später werden, weil die Pausen erforderlich sind. Übermüdet fahren ist lebensgefährlich. Solltet ihr nicht tun. Ich tue es auf alle Fälle nicht, ich habe da hinten mein Bett.